Wenn du weiterhin Inhalte für KI-Suchmaschinen und Chatbots so schreibst wie früher für das klassische Google, wird eure Marke unsichtbar werden. In dieser Folge bekommst du eine einfache, umsetzbare Checkliste, mit der deine Inhalte in ChatGPT und im AI-Mode tatsächlich zitiert werden können. Kein Hype, keine Theorie, nur erprobte Prinzipien aus echten Projekten. Viel Spaß! Für maximale Nachvollziehbarkeit ist diese Folge in Segmente unterteilt und jedes Segment besteht aus mehreren thematisch passenden Empfehlungen. Lass uns mit Struktur und Verständlichkeit starten. Nummer 1, starte mit Key Takeaways bzw. einer Kurzzusammenfassung. Dazu gleich ein Beispiel. Hier sehen wir einen klassischen Ratgeber auf Evergreen Media und wie jeder Ratgeber auf Evergreen Media starten wir mit das Wichtigste in Kürze, wo wir alles auf die Kernaussage bzw. Kernaussagen destillieren. Das ist natürlich schon mal sehr praktisch für Leser grundsätzlich. Warum ist es auch in diesem Kontext, wo wir jetzt sprechen, wie schreiben wir Texte für Generative Engines, warum ist es hier auch wichtig? ChatGPT, Gemini, Copilot benötigen klar strukturierte, fokussierte Informationen, um Inhalte zu verstehen und gegebenenfalls zu zitieren. Wenn eine Seite mit einer kompakten Zusammenfassung startet, erleichtert das aus unserer Erfahrung die automatische Identifikation der Kernaussage. Zweitens, nutze das Pyramidenprinzip über die gesamte Seite wie auch pro Kapitel. Für alle, die nicht wissen, was das Pyramidenprinzip nach Barbara Minto ist, gibt es diese tolle, erklärende Grafik. Vereinfacht ausgedrückt, wir starten mit der Kernaussage und gehen dann tiefer ins Detail. Das gilt für unseren ganzen Beitrag, aber auch pro Unterüberschrift. Das heißt, unter einer Unterüberschrift kommt die Kernaussage und dann gehen wir erst weiter in die Details. Warum ist das wichtig? Grundsätzlich ist es mal ein hervorragendes Kommunikationsprinzip. Im Zusammenhang von Generative Engine Optimization hilft es uns, mit der Antwort auf die wahrscheinlich häufigste Frage zu beginnen und danach erst in die Details einzutauchen. Durch die Details lassen sich auch spätere Teile von komplexeren Konversationen perfekt abdecken. Drittens, eine Idee bzw. eine Antwort pro Absatz. Anders ausgedrückt, Absätze semantisch eng und eigenständig halten. Ein Beispiel dazu aus unserem Ratgeber zu Answer Engine Optimization. Wir sind hier bei der Unterüberschrift Aktualität und regelmäßige Updates und im ersten Absatz sagen wir, alles was wichtig ist, bringen es auf die Kernaussage. KI-Plattformen bevorzugen aktuelle Inhalte. Eine Analyse von AirOps zeigt, dass Unternehmen mit hoher Sichtbarkeit in KI-Antworten Inhalte vierteljährlich aktualisieren. Das heißt, wir sagen, so ist es. Und das ist der Beweis, dass es so ist. Warum ist das in unserem Kontext jetzt wichtig? KI-Plattformen wollen in sich kohärente Antworten, also am Stück, die sie dann zitieren können bzw. nutzen können, um sie in ihrer Antwort einzuarbeiten. Nummer 4, sorge für hohe Lesbarkeit und in diesem Kontext meine ich klassische Lesbarkeit, aber auch Klarheit und Nachvollziehbarkeit. Wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, dieser Beitrag hat einen hohen Lesbarkeitswert und gleichzeitig ist er sehr klar und nachvollziehbar aufgebaut. Das heißt, wir haben einfach klassische Erklärungsmuster, die Menschen gut folgen können. Allein schon das Prinzip von Barbara Minto macht das Konsumieren sehr viel einfacher. Warum ist es wichtig? KI-Plattformen bevorzugen klare, eindeutige Antworten. Das zeigen viele Studien von Kevin Indig, aber auch in ganz vielen anderen Studien wird das gezeigt. Aus meiner Sicht liegt es daran, dass klare Sprache oder hohe Lesbarkeit die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass Inhalte falsch interpretiert werden und es zu Halluzinationen kommt. Nummer 5 sollte ein absoluter Basic-Schritt sein. Nutze eine saubere HTML-Überschriftenstruktur mit sprechenden Titeln. Für alle, die keine SEOs sind, was ist eine saubere HTML-Überschriftenstruktur? Das wird auf dieser Seite schön erklärt. Hier sieht man ein schönes Beispiel. Ein Faktor ist zum Beispiel, dass es nur eine H1 gibt und dann, wie das sauber aufgebaut ist. Keine Durchmischung, sondern
sauber ineinander geschachtelt, wie es gehört. Warum ist das wichtig? Wir leben nicht mehr in einer Welt, in der auf Keywords hin einzelne Seiten ausgeliefert werden. Heute werden zu komplexen Fragestellungen kuratierte Antworten präsentiert. Dementsprechend muss eine Seite klar aufgebaut sein, damit KI-Plattformen Informationen sauber und einfach extrahieren können. Relevanz und Kontext. Erstens, segmentiere nach Personas und Use Cases. Es ist jetzt ein wenig schwierig, ein Beispiel hierfür direkt zu liefern, aber wir sehen uns jetzt einfach mal eine Landingpage von uns an und diese Landingpage ist genau auf die Persona, auf die wir abzielen und den Case, auf den wir abzielen, zugeschnitten. Das sind kleine Aspekte wie dass wir schreiben mehr als eine LLMO- und Geo-Agentur, wo wir implizieren, wir machen nicht nur Umsetzung, sondern wir machen wirklich auch die strategische Beratung und so weiter, aber auch, wo wir unsere Zielgruppen direkt ansprechen, nämlich eigentlich nur CMOs und Marketingleiter im Mittelstand und bei Konzernen etc. Warum ist das heute jetzt plötzlich so wichtig, dieses Thema? Weil dieses Thema gibt es schon seit immer, aber bei Google hat es belohnt, für alle zu schreiben. In einer KI-Suchwelt reicht es aber nicht mehr, für alle zu schreiben. Du musst auf deiner Seite den richtigen Kontext schaffen. Im klassischen SEO, wo es um Keywords geht, verrät ja das Keyword die grobe Absicht, aber die Absicht ist nicht sehr klar. Wer diese Absicht verfolgt, ist nicht sehr klar. Wenn wir aber an Prompts bzw. ganze Konversationen in ChatGPT zum Beispiel denken, verraten die Identität und die Situation des Suchenden und so sollten wir auch unseren Inhalt erstellen und unsere Texte schreiben. Biete extrem spezifische Informationen für deine Zielgruppen. Springen wir hier in ein Beispiel von mir, ein ganz aktuelles, mein Beitrag zu B2B-Marketing-Trends und Prioritäten. Ist das jetzt der allgemeine Output, den du sehen würdest, wenn du jetzt in ChatGPT eingibst, hey, was sind die wichtigsten B2B-Marketing-Trends? Nein, das ist meine Sicht der Dinge, was ich von unseren Kunden weiß, was aktuell deren Prioritäten sind und was ich aus meiner Erfahrung gelernt habe, was man meiner Meinung nach jetzt machen sollte. Warum ist das jetzt noch wichtiger als früher? Verstehe, dass mit der Einführung von KI-Chatbots oder generativer KI oberflächliche, generische Inhalte tot sind, da der Nutzer sie in Sekundenschnelle selbst produzieren kann. Du willst für dein Unternehmen, für deine Zielgruppe im richtigen Kontext ganz spezifische Informationen liefern, die deiner Zielgruppe, deinem Publikum helfen voranzukommen. Keine Angst, da diese Informationen typischerweise selten sind, schaffen sie es nie in die Trainingsdaten von LLMs und somit ist die Wahrscheinlichkeit abstrus gering, dass es Grundwissen von Sprachmodellen wird und dass man Angst haben muss, dass diese Inhalte gestohlen werden. Drittens. Liefere den gesamten Kontext, also Zielgruppe, Situation, Erwartung, Entscheidungsrahmen in deinen Texten, in deinen Inhalten. Gehen wir auf unsere B2B-Landingpage zum Thema LLMO und Geo. Hier schaffen wir einen kompletten Rahmen. Also wir gehen jetzt nicht den ganzen Text durch, aber wir schaffen ganz einen klaren Rahmen. Wen sprechen wir an? In welcher Größenordnung? Auf was ist denen wichtig und so weiter und so weiter. Ganz wichtig, dass man so anfängt zu denken. Warum? AI-Tracking-Tools wollen uns glauben machen, weil es aktuell technisch, glaube ich, nicht anders möglich ist, dass Nutzer ChatGPT, Gemini und Co. wie klassische Suchmaschinen verwenden. Also mit einem einzelnen Prompt oder sogar weniger Prompt, sondern mehr Keywords. Also wir haben all diese Tools durchprobiert und wenn man die selbst Prompts vorschlagen lässt, dann kommen eigentlich wieder SEO-Keywords raus. Und das ist nicht, wie Menschen diese Tools verwenden. In der Realität handelt es sich jedoch um vielschichtige, mehrschrittige Konversationen. Das heißt, du hast ja nicht einen Prompt, sondern mehrere Prompts und du hast die Historie, die abgespeichert ist oder die Memory, egal wie du es nennst. Und damit wir zitiert werden, müssen wir den für unser Unternehmen und für uns die relevante Buyer Journey, den perfekten Kontextrahmen schaffen. Nummer 4, baue Themenbreite
und Thementiefe über Content Hubs auf. Da zeige ich euch jetzt ein ganz kleines, schnelles Beispiel. Es gibt diesen Beitrag von uns über den Google AI Mode, der ist total allgemein und beziehungsweise oberflächlich gehalten, einfach für jemanden, der an diesem Punkt ist, dass er sich einfach mal fragt, was ist der AI Mode? Das ist gewissermaßen der Pillar und dann ein Spoke, wo wir dann in die Tiefe gehen, ist für eine ganz spezifische Zielgruppe, weil die meisten interessiert ja nicht, die wollen wissen, wie kann ich den AI-Mode verwenden, was sind die Features. Und für eine ganz spezifische Zielgruppe haben wir dann Suchstrategie für den AI-Mode, wo wir auf das eingehen, hey, was verändert sich, wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer, wie kann man sich darauf vorbereiten und so weiter und so weiter. Warum ist es wichtig? Wenn du einfach in Themenbreite und Thementiefe entlang deiner Customer Journey denkst, erhöhst du massiv deine Chancen, in den unterschiedlichsten Konversationen deiner Zielgruppe aufzutauchen. Es wird ja vor allem jetzt, wenn wir jetzt den B2B-Kontext nehmen, wird es nicht eine Konversation sein und es ist fertig, sondern es gibt eine oberflächliche, wo sich mal die Person mal in diese Thematik anfängt zurechtzufinden. Da sind wir eher bei Themenbreite. Und dann irgendwann, wenn es ein spezifisches Problem gibt, geht man in die Tiefe. Und wir wollen ja für unsere Produkte und Leistungen in all diesen Konversationen unserer Zielgruppe auftauchen. Vertrauenswürdigkeit und Autorität. Nummer 1, untermauere möglichst viele deiner Aussagen mit Quellen und Statistiken. Springen wir ganz kurz rein zurück in meinen Artikel über B2B-Marketing-Trends. Und das sind meine Meinungen, was jetzt Priorität haben sollte. Aber alles, wenn du dir diesen Beitrag durchliest, ist mit Daten untermauert. Teilweise unseren eigenen Daten, aber auch mit Daten von anderen. Und warum ist das heutzutage wichtig? Wenn wir uns das klassischste, bekannteste Paper zu Generative Engine Optimization ansehen. Was sind die allerwichtigsten Faktoren, die den größten Impact haben bei der Optimierung? Und zwar Quellennennung, Statistiken, also die Nutzung von Statistiken und dass man in einem autorativen Stil schreibt. Zweitens, differenziere dich durch einzigartige Informationen. Wir sprechen ja jetzt nicht von einzigartigen Inhalten. Ich schreibe einen Artikel, wo es schon 3000 Artikel drüber gibt und ich habe keine neuen Informationen, aber ich schreibe trotzdem einen einzigartigen Text. Das ist tot. Mit einzigartigen Informationen meine ich einzigartige Daten, einzigartige Meinungen, einzigartige Erfahrungen oder einzigartige Minitools. Sehen wir uns kurz ein Beispiel an. Ein eigentlich altes Beispiel schon von mir, meinen ursprünglichen Beitrag zu Generative Engine Optimization, Large Language Model Optimization, noch als das Ganze noch an einem frühen Punkt war und wir noch in einer Experimentierphase waren. Wenn man sich den durchliest, dann weiß man, der hat nicht über dieses Thema gelesen, sondern der hat selber Sachen ausprobiert und das sind seine Erfahrungen und das sind einzigartige Inhalte. Warum ist das heute so wichtig? Aus dem Claude System Prompt Click wissen wir, wann externe Abrufe durch Sprachmodelle stattfinden. Etwa wenn Informationen nicht Teil der Trainingsdaten sind oder wenn aktuelle Daten benötigt werden. Das greift aus meiner Sicht jedoch zu kurz, weil es ist wieder so, wie SEOs gerne denken, nämlich diese Bildsicht. Wir müssen in Dimensionen wie Verteidigbarkeit und Plattformunabhängigkeit denken. Einerseits helfen dir, wenn du jetzt zum Beispiel eigene Daten hast, nehmen wir das Beispiel eigene Daten, von KI-Plattformen abgerufen zu werden, weil diese Daten ja nicht Teil der Trainingsdaten sind, das sind deine Daten und das ist was Besonderes. Andererseits erhöhen sie auch die Chance, in der Presse erwähnt zu werden, weil wenn wir einzigartige Daten haben, das ist spannend für die Presse, dann scheinen wir dort auf. Und all das befruchtet sich gegenseitig, weil wenn wir laufend in der Presse mit unseren Daten, wir bleiben beim Beispiel Daten, erwähnt werden, dann werden wir auch öfter in KI-Plattformen zitiert. Und so schaffen wir eine Situation, die verteidigbar ist. Ganz, ganz wichtig, weil alles andere ist, die Konkurrenz kann deine Texte auch wieder abschreiben, aber wenn sie deine Daten verwenden, müssen sie dich zitieren. Bam, Verteidigbarkeit. Was hier meiner Meinung nach der aktuell am wenigsten genutzte
Ansatz ist, aber aus unserer Erfahrung mit Kunden der beste Ansatz ist, Tools, Mini-Tools ermöglichen es dir, einzigartige Kundenerfahrungen zu schaffen. Es gibt dazu ein cooles Video, wo wir darüber sprechen, wie man mit No-Code sehr coole kleine Tools bauen kann. Erlebnisse, bei denen potenzielle Käufer selbst Fortschritte machen und individuelle Antworten direkt erhalten können, sind absolut Gold wert und schaffen auch wieder diese Plattformunabhängigkeit und diese Verteidigbarkeit. Drittens, aktualisiere Inhalte in einem Zyklus von 3 bis 6 Monaten und zeige das Aktualisierungsdatum an. Springen wir einfach mal zu irgendeinem Ratgeber von uns, dann wird dir auffallen, dass die meisten Ratgeber bei uns, aber auch Landingpages in einem extremen Zyklus aktualisiert werden. Das ist auch der Grund, wieso wir so extrem gut bei AI-Engines performen. Ich weiß, dass das wahrscheinlich der umstrittenste Punkt ist, aber unsere Erfahrungen mit uns selbst, unseren Kunden vom Mittelständler bis zum Milliardenkonzern zeigen, dieser Faktor ist einer der wichtigsten überhaupt. Ja, das ist aufwendig und mühsam, aber ein solcher Rhythmus zwingt dich auch dazu, nicht massenweise generischen Content in die Breite zu veröffentlichen. Also als Beispiel, du publizierst jetzt 1000 Ratgeber, die am Rande interessant sind für euer Unternehmen, sondern sie zwingen dich dazu, wenn du die auch aktualisieren musst, deinen thematischen und branchenspezifischen Fokus entlang der Buyer Journey zu halten. So bleiben Inhalte relevant und werden kontinuierlich verbessert. Und das ist in dieser Zeit sehr, sehr wichtig. Formate und Medien. Erstens, denke nicht nur in Text, sondern in multimodalen Inhalten, also Bilder, Grafiken, Videos, Audio, was auch immer. Als vielleicht kleines Beispiel, du siehst hier jetzt diesen Ratgeber, über den wir jetzt schon mehr gesprochen haben. Diesen Ratgeber gibt es fast genau gleich auch nochmal als Video. Und wir verarbeiten den auch noch zu anderen Content, zu Shorts und so weiter und so weiter. Es hat 2 entscheidende Vorteile. Einerseits logischerweise Effizienz. Du sparst Recherche- und Konzeptionsaufwand. Im Beispiel, du erstellst einen tiefschürfenden, richtig gut recherchierten, drehen wir es um. Du machst ein tolles White Paper und nutzt dieses White Paper dann als Basis für mehrere Videos, weil ein White Paper wird vielleicht zu umfangreich sein, für mehrere Ratgeber und für mehrere Social Media Posts. Bam, das steigert die Effizienz. Und zweitens, und das schließt an den vorherigen Punkt, wir haben wieder Verteidigbarkeit. Text ist in der heutigen Zeit leicht reproduzierbar. Ein gutes Video oder eine durchdachte Grafik hingegen sind noch, aber auch voraussichtlich noch längere Zeit deutlich schwieriger zu kopieren und erhöhen einfach deinen Differenzierungsgrad. Und wenn man unternehmerisch über diese Themen denkt und nicht nur Traffic, dann ist Differenzierung und Verteidigbarkeit essentiellst. Zweitens, hänge einen FAQ-Block als strukturierte Zusatzebene an. Beispiel Generative Engine Optimization, scrollen ans Ende, dann haben wir hier alle möglichen FAQs entlang unserer Buyer Journey. Warum ist das wichtig? Das gilt grundsätzlich für jedes Inhaltsformat, also eigentlich immer sind FAQs ganz praktisch, aber besonders für Landingpages, wo viele der Empfehlungen, die wir heute besprochen haben, sonst schwer umsetzbar wären. Mein Ansatz ist immer, ich möchte die Antworten idealerweise direkt im Inhalt selbst liefern, aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Landingpage hat, ist es aus Marketingaspekten manchmal schwierig und wenn die sich im Inhalt, im Main-Content nicht perfekt beantworten lassen, dann helfen FAQs hier präzise, zitierfähige Antworten nachzuliefern und damit können wir auch diesen perfekten Kontext schaffen, damit wir genau in den richtigen Konversationen unserer Zielgruppe auch aufscheinen und zitiert werden. Wenn du Inhalte für Menschen schreibst, die von KI verstanden werden, gewinnst du auf beiden Ebenen. Struktur, Kontext und Aktualität sind dabei kein Nice-to-have, sondern wirklich die Grundlage deiner Sichtbarkeit. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.